Liebe Zuschauer, guten Tag. Mein Name ist Matthias Walker, ich bin Chauffeur und ich möchte Ihnen einiges aus meiner Heimatstadt Berlin zeigen. Viel Spaß! Wir durchschneiden gerade auf der Hofjägerallee den Tiergarten. Der Tiergarten ist eine gut 2 Quadratkilometer große Parkanlage, die es in kleinster Form schon seit dem 16. Jahrhundert gibt. Da nämlich wurde für den brandenburgischen Kurfürst außerhalb der Berliner Stadtmauern ein kleines Stück wirklichem Waldgebiet abgetrennt. Es wurden Tiere hineingesetzt, es wurde umzäunt und fertig war ein Jagdgebiet für den brandenburgischen Kurfürst. Später dann, seine Nachfolger hatten am Jagen unmittelbar an der Stadt gar kein großes Interesse, ließen dann den Tiergarten umgestalten zu einem öffentlichen Park. Hier ist zu nennen Linné als Landschaftsgärtner, der sich hier große Verdienste erwiesen hat. Rechts gerade die japanische Botschaft und dann das pinkfarbene Gebäude, die italienische. Und so reiht sich in diesem Botschafterviertel eine Botschaft an die andere. Die erste war übrigens kurz nach 1900 Spanien. Die gibt es hier auch noch in der Nähe. Aktuell aber rechts die türkische Botschaft. Dann die südafrikanische. Die indische mit dem roten Stein. Als Kontrast dazwischen das weiße Gebäude hier, das ist die Landesvertretung von Baden-Württemberg. Jedes Bundesland hat eine Repräsentanz gegenüber dem Bund hier in Berlin. Und die Botschaft von Österreich. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Stadt Berlin bereits geteilt war, aber es noch keine Mauer gab, war der kulturelle Teil, was bildende Kunst betrifft, ja auf der Museumsinsel im Ostteil der Stadt. Also brauchte West-Berlin ein Gegenstück dazu und es entstand hier in dieser Ecke an der Tiergartenstraße das Kulturforum. Dessen bedeutendstes Gebäude aus den 60ern ist sicherlich die Philharmonie, gebaut unter Herbert von Karajan. Aber hier gibt es auch die Gemäldegalerie, das Kupferstichkabinett, die neue Nationalgalerie natürlich, gebaut von Mies van der Rohe, oder das Musikinstrumentemuseum. Als die Mauer fiel, begann man kann fast sagen, ein Kampf zwischen allen Museen und ihren Direktoren. Welches Museum darf welche Exponate behalten, beziehungsweise muss Exponate auch rausgeben. Bestes Beispiel war das Ägyptische Museum in West-Berlin am Schloss Charlottenburg, das am Ende komplett geschlossen wurde. Wenn wir jetzt hier links abbiegen würden, dann führen wir in den sogenannten Tiergartentunnel hinein, der den ganzen Tiergarten und das ganze Regierungsviertel und die Spree und den Hauptbahnhof unterquert und am Ende des Hauptbahnhofs wieder rauskommt. Das ist verkehrstechnisch ziemlich genial, brauchte die Stadt dringend, um den Verkehr zu entlasten. Die Grundideen dahinter sind aus den 30er Jahren, denn das ist nichts anderes als das Realisieren der Nord-Süd-Achse. Das gleiche gibt es für die Eisenbahn, auch das war geplant. Es gibt den Bahnhof Potsdamer Platz, es gibt den Hauptbahnhof und dann fahren die Züge im Norden von Berlin in mehrere Richtungen auseinander. Straße hier, die Linné-Straße, für einen richtigen geborenen Berliner etwas älteren Semesters nicht zum Wiedererkennen, denn dort, wo jetzt der gelbe Doppeldeckerbus fährt, dort war bis vor 30 Jahren die Mauer und wir hätten nur nach rechts abbiegen können, um dann wieder nach West-Berlin zurückzukommen. Heute geht das alles anders. Gott sei Dank ist die Mauer weg. Stattdessen gibt es eine breite Straße und viele, viele neue Bauten. Die Gebäude, die man geradezu sieht, das sind übrigens ganz viele weitere Landesvertretungen. Zum Beispiel von Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hessen, die hier ansässig sind. Hinter diesen Gebäuden, hinter diesen modernen Gebäuden, man kann es ein bisschen erkennen, gibt es ältere Plattenarchitektur. Das ist aus den frühen bis mittleren 80er Jahren.
also auf Ostberliner Gebiet gebaute Appartements, und direkt dort, 12 Meter in der Tiefe, war der ehemalige Bunker von Adolf Hitler, der sogenannte Führerbunker. Und wir sind jetzt am östlichen Ende des Tiergartens. Auf der rechten Seite diese freie Fläche mit den Stelen. Das ist das Mahnmal für die ermordeten Juden Europas, das sogenannte Holocaust-Mahnmal. Unterschiedliche Ebenen, unterschiedliche Größe der Stelen. Und wenn man sich in dieses Stelenfeld zu Fuß hineinbegibt, dann, mir erging es so, und ich kenne kaum einen, der das nicht so empfunden hat, ist es tatsächlich bedrückend, weil man nie genau weiß, wer kommt denn hinter der nächsten Stele hervor. Ist man alleine, ist man relativ mit Menschen zusammen? Und das soll symbolisch ausdrücken, wie sich die jüdischen Menschen hier in den 30er Jahren gefühlt haben müssen. Nie genau wissend, was kommt, wer lauert, wer sich verrät, wer hinter der nächsten Ecke wartet. Wir fahren genau am ehemaligen Mauerstreifen. In diesem Moment überqueren wir die Mauer und fahren wieder Richtung Westen, Richtung Siegessäule. Ja, liebe Zuschauer, das war's. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, und wenn Sie mögen, dann bis demnächst. Ihr Matthias Walker.